If this is a dream. Ich will regelmäßig luzide träumen. Also wenn du luzide träumen willst, dann solltest du auch wissen, warum du luzide träumen willst. Weil das luzide Träumen ist eigentlich nur, naja, wie ein Auto, um irgendwo hinzukommen. Und es ist schwierig, wenn man sich einfach nur ein Auto wünscht, um irgendwo hinzukommen. Naja, das kann man auch machen, aber die Motivation ist meistens steckt, wenn man sagt, okay, ich will luzide träumen, weil ich habe voll Bock, regelmäßig zu fliegen, oder ich habe ein Problem, was ich lösen will, oder ich will weiter an diesem Projekt arbeiten, oder ich will meine sportlichen Leistungen steigern. Das ist wahrscheinlich etwas, was einen viel mehr motiviert, das zu machen, als zu sagen, ich würde gerne luzide träumen. So. Wozu? Um es irgendwelchen Leuten zu erzählen? Wenn du dein Ziel formulierst, ist es auf jeden Fall wichtig, es positiv zu formulieren, weil dein Unterbewusstsein die Verneinung nicht versteht. Deswegen, das kannst du ganz einfach merken, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, denk nicht an ein Nilpferd, dann wirst du sehr wahrscheinlich ein Nilpferd in deinem Kopf haben. Deswegen ist es viel einfacher zu sagen, ich will mich gut ernähren, als zu sagen, ich will mich nicht schlecht ernähren. Weil das eine Sache ist, auf die man zugehen kann. Ich will mich gut ernähren, ich will gesundes Essen essen zum Beispiel. Dann ist es auf jeden Fall noch wichtig, warum willst du das Ziel? Also zum Beispiel, ich habe beim luziden Träumen für mich aufgeschrieben, es ist mir wichtig, dieses Ziel zu verfolgen, weil ich dann auch die Zeit des Schlafens für mich nutzen kann, oder weil ich während der Nacht dann interessante Drehbuchideen weiterarbeiten kann, oder weil ich körperliche Abläufe wie Tanzen, Breakdance oder Parkour im Traum ohne Verletzungsgefahr verfeinern kann. Oder weil ich lieber glücklich nach einem Flugtraum als erschöpft von einem Fluchttraum aufwache. Wenn man dann ein Ziel hat, weiß man, okay, ich bin hier und da ist mein Ziel, da will ich hin. Dann ist da eine gewisse Strecke zurückzulegen. Und es ist viel einfacher, wenn man weiß, okay, wie komme ich da hin? Das kommt mir so weit entfernt vor. Dann kann man sich eine Brücke bauen, eine Art Leiter, und sagt, okay, ich schaffe es, ich komme da auf jeden Fall rüber, weil hier ist ja eine Leiter darüber. Und die muss ich einfach nur Schritt für Schritt zu gehen. Also kann man sich überlegen, okay, ich schaffe es, weil. Ich habe dann für mich jetzt aufgeschrieben, ich schaffe es, weil ich schon viele luzide Träume hatte. Früher hatte ich mal irgendwie eine Bewerbung geschrieben, das war, was mir auch ein bisschen schwer gefallen ist, und ich habe damals für mich aufgeschrieben, ich schaffe es, weil ich habe Leute, die mir Feedback geben auf die Bewerbung, ich habe Leute, die meine Rechtschreibfehler korrigieren oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, dass man das Gefühl hat, ich kann es auf jeden Fall schaffen, weil ich habe ja das und das und das und das. Das ist auf jeden Fall machbar. Dann sinnesspezifische Beschreibung. Wie fühlt sich mein Ziel an? Wie riecht es oder wie schmeckt es? Ich fand es irgendwie ganz befremdlich, als ich das mal gelesen habe in einem Buch. Und naja, habe ich es halt mal ausprobiert. Und damals bei der Bewerbung habe ich mich natürlich gefragt, so, okay, wie hört sich das an? Oder wie sieht das aus, wenn ich das Ziel erreiche? Oder wie schmeckt das? Wie soll man das dann schmecken, eine Bewerbung abzugeben? Und ich habe dann immer irgendwelche Sachen aufgeschrieben, so, die aber irgendwie ganz weit weg waren von dem Ziel. So. Und dann kam ich irgendwann drauf, wie sich die Bewerbung anhören würde, wenn sie fertig ist. Es ist nämlich das Türklappern von dem Briefkasten, wenn ich es einwerfe. Dann weiß ich, okay, dieses Türklappern, dann weiß ich wirklich, dass ich die Bewerbung abgeschickt habe, wenn ich das höre. Und dann schmecken, dachte ich so, wie schmeckt das, wenn ich meine Bewerbung abgegeben habe? Okay, dann kam ich drauf, wenn ich dieses Briefkuvert ablecke und es zumache und das dann abschicke, dann weiß ich dann, das sieht wirklich weg. Und dann weiß ich, stimmt, ich habe wahrscheinlich dann noch den Geschmack vom Briefkuvert im Mund. Da dachte ich, so stimmt, so schmeckt mein Ziel. Ist zwar nicht so, ja, aber so schmeckt es halt. Ich habe jetzt geschrieben, zum Beispiel beim luziden Träumen, ich werde sehen, wie ich in meinem Journal schreibe, luzider Traum. Oder ich werde sehen, wie ich den 6. Finger an meiner Hand entdecke und weiß, dass ich träume. Okay, es ist vielleicht nicht unbedingt die sinnesspezifische Beschreibung visuell für regelmäßiges Träumen. Müsste ich mir auch was einfallen lassen. Okay, wie würde es aussehen, wenn ich regelmäßig luzide Träume habe? Ich weiß es jetzt noch nicht, muss ich nochmal überlegen. Okay, was werde ich hören? Ich werde hören, wie ich jemand davon erzähle. Ist eine sehr banale Sache, aber ich glaube, es gibt bestimmt noch was Besseres. Oder ich werde hören, wie ich meine Taschenlampe anknipse, um meinen luziden Traum aufzuschreiben. Weiß nicht, da gibt es bestimmt noch was Besseres. Okay, dann gewünschter Zustand, gegenwärtiger Zustand, Beweisverfahren. Okay, mein gewünschter Zustand ist, mindestens 2 luzide Träume pro Monat zu haben. Gegenwärtiger Zustand ist, ja, mal sind es 2, mal sind es 3 luzide Träume im Monat. Naja, vielleicht sind es aber auch 2, 3 Monate gar keine luzide Träume.
Okay, Beweisverfahren. Woran wirst du merken, dass du im Ziel angekommen bist? Das ist wichtig. Weil wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will gelassener werden oder ich will mich nicht so schnell aufregen, okay, wann weißt du, dass du das Ziel erreicht hast? Vielleicht hast du das Ziel schon erreicht und du weißt es gar nicht. Ich habe bei mir geschrieben, wenn ich in meinem Journal mindestens 2 luzide Träume pro Monat notiere. Ich denke, das ist etwas, was ich sehr gut, für mich beweisen kann und rausfinden kann, ob ich das Ziel erreicht habe oder nicht. Dann kann man sich noch eine Frist setzen, erreicht bis wann. Ich habe jetzt mal Februar 2009 hingeschrieben, aber ich bin da immer flexibel, das kann ich auch noch verschieben. Okay, dann kann man sich einen Plan machen. Okay, was mache ich, damit ich das erreiche? Okay, ich habe mir geschrieben, okay, weiter Traumtagebuch führen, weiter Realitätstests machen, Wake and Back to Bed Methode machen und eine Power Mapping Methode machen. Dann kann man sich am Ende noch Vorbilder suchen. Okay, wen gibt es, der das schon erreicht hat, was ich erreichen will? Ja, ich habe natürlich hier aufgeschrieben, Paul Torrey und Stephen LaBerge. Ja, das sind meine Vorbilder. www.alicegrind am Ende ein a.de